Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Wer das Holz-Alu-Video gesehen hat für den Couchtisch, ich verlinke das mal hier oben, der hat auch gesehen, mein Schmelzofen ist viel zu klein. Das ist die 10 Kilo Devil Forge, die ich da im Moment betreibe. Es gäbe noch eine 20 Kilo Variante, die ist immer noch zu klein und außerdem ganz schön teuer. Und das heißt, ich gehe jetzt do it yourself. Dafür habe ich hier so ein altes Stahlfass mir besorgt. Da waren keine ekelhaften Sachen drin, sondern Grapefruitsaft, also alles ganz harmlos. Dazu den stärksten Devil Forge Brenner, 2 Stück davon. 2 Stücke Stahlrohr. Die Brenner werden ja so tangential angeordnet. Da wird also dann dieses Rohr zum Einführen benutzt. Dann gibt es hier keramische Hochtemperatur-Isolierung und ein Sack Hochtemperatur-Schamottenmörtel. Der dient dann dazu, hier diese Keramikmatten zu überziehen und die mechanisch zu schützen. Viel mehr braucht es eigentlich nicht. Noch ein bisschen Bandstahl für die Handgriffe und das war es dann eigentlich schon. Dann legen wir mal los. Beim Arbeiten mit der Keramikwolle sollte man Handschuhe und Atemschutz tragen.
Ich habe mich später entschlossen, für diesen Teil des Ofens eine dünnere Matte zu verwenden, um einen größeren Innendurchmesser zu bekommen. Die Rohre bekommen jeweils 3 Gewinde für die Schrauben, mit denen die Brenner fixiert werden. Ein Freund hat mir die Rohre in der richtigen Position am Fass angeschweißt und ich kann jetzt den Mörtel auftragen. Das muss nicht perfekt sein, es dient nur zur Stabilisierung der Keramikmatten. Der Schamottmörtel härtet nicht aus wie Zement, sondern wird beim ersten Betrieb des Ofens gebrannt wie Keramik. Um ihn sanft vorzutrocknen, verwende ich Teelichter, die vom Weihnachten übrig geblieben sind.
Hier sieht man gut, dass der obere Ring weniger Isolierung und dadurch mehr Durchmesser hat. Jetzt entsteht der Trichter, der die geschmolzene Felge in den Schmelztiegel bringt. Einige Löcher und Schrauben später kann ich zum ersten Mal alle Teile zusammensetzen. Wichtig ist der Spalt zwischen Trichter und Wand, damit das heiße Gas in die obere Kammer gelangen kann. Jetzt wird der Mörtel gebrannt, noch ohne Werkstück, und dafür genügt auch ein Brenner. Und nun der eigentliche Funktionstest mit beiden Brennern und Felge. Ich will euch jetzt gar nicht damit langweilen, wie ich hier ein Dutzend kleine Barren gieße, und ich werde die garantiert auch nicht polieren. Dafür gibt es andere Kanäle. Hier geht es ja nur darum, ein Werkzeug zu erschaffen, mit dem man große Mengen und große Alubrocken auf einmal einschmelzen kann, ohne die mühsam zerteilen zu müssen. Das funktioniert ganz offensichtlich. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder um meine eigentlichen Projekte kümmern. Hier geht es ja schließlich um Baumscheiben, und davon gibt es reichlich, die gefüllt werden wollen, und dafür brauche ich jetzt eben diese größeren Aluminiummengen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, klickt gerne auf einen Daumen hoch oder auch aufs Abonnement, würde mich freuen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Für die Nerds und technisch Interessierten unter euch jetzt noch ganz kurz die Erklärung, wie man den Trichter dimensioniert. Wenn das hier mein Schmelztiegel ist, die Hälfte hier von der Mittellinie aus bemessen, hat einen Radius von 13 cm. Die Wand vom unteren Ring, vom Schmelzofen, hat einen Radius von 20 cm und der obere Ring mit der dünneren Isolierung, da sind es 23 cm, und der Höhenunterschied hier zwischen Topfkante und der Kante vom unteren Ring sind 4,5 cm.
Mein Trichter sieht also im Querschnitt dann so aus. Die Hälfte davon. Und im Prinzip kenne ich jetzt diese Maße hier, die 13, die 20, die 23 und die 4,5. Und was mich interessiert, später zum Anzeichnen auf dem Blech und zum Ausschneiden, das sind zum einen hier die Strecken, die nenne ich jetzt mal X und Y, beziehungsweise klein r und groß R. Ich habe hier ähnliche Dreiecke, also gleiche Winkel und damit gleiche Seitenlängenverhältnisse und kann damit hier in dem unteren Dreieck hier die Gleichung aufstellen. X plus 4,5 zu 20 verhält sich wie x zu 13. Wenn ich das auflöse, bekomme ich als Endergebnis x gleich 8,35. Im nächsten Schritt gleiches Spiel. Y zu 23 ist gleich x zu 13. Daraus folgt y 14,8. Damit kann ich die beiden Radien ausrechnen. Klein r ist die Wurzel aus x Quadrat plus 13 zum Quadrat. Das bedeutet also, r sind 15,45 und genau gleich groß R y Quadrat plus 23 zum Quadrat, daraus die Wurzel, Satz des Pythagoras. Groß R sind dann also 27,5. Klein r, das wäre jetzt wirklich der Topfrand, mehr oder weniger. Ich möchte ein wesentlich engeres Loch haben, dass mir auch keine größeren Brocken durchrutschen. Dann nehme ich jetzt also 10 cm als Endergebnis und für Groß R die 27,5. Das heißt, ich schneide mir einen Kreisring aus mit den Radien klein r und groß R. Und es ist nur noch die Frage, wie viel von dem Kreis hier brauche ich. Und da habe ich dann den Durchmesser groß R mit meinen 27,5. Der ergäbe den Umfang des großen Kreises. Ich will aber maximal die 23, die ich hier als Durchmesser bis zur Wand von meinem Ofen habe. Durchmesser und Umfang von dem Kreis hängen über Pi mal d zusammen. Kürzt sich alles wieder raus. Der Winkel, den ich benötige, nenne ich Alpha zu 360 Grad, ist 23 zu 27,5. Das ist also der Anteil vom gesamten Kreis, den ich brauche. Da kommt jetzt freundlicherweise Alpha ungefähr 300 Grad raus. Das heißt, ich schneide hier ein 60 Grad Segment weg, beziehungsweise ich muss das Ganze ja noch verbinden. Ich überlappe also die beiden Schnittkanten von meinem Ring, also um dieses Stück hier geht es, das innere Loch wird ausgeschnitten. Ich trenne hier einmal auf und überlappe dann die beiden Enden um 60 Grad. Dann habe ich genau den Trichter, den ich haben will. Danke fürs Zuschauen.